Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir gucken in die Vollmondenergie. Was bringt der Vollmond an Themen mit für uns? Ja, Hindernisse. Das hören wir doch alle ganz gern. Es geht um Blockaden und Hindernisse. Und es geht darum, wo man eventuell auch das Gefühl hat, man wäre blockiert und das ist gar nicht so. Ne? Hier melden sich Zweifel, hier melden sich Dinge, wo man das Gefühl hat, irgendetwas stimmt nicht. Aber manchmal ist es auch nur das Gefühl des Festgefahrenseins und da darf man mal genauer hingucken. Auf der bewussten Ebene haben wir vielleicht die Dinge, die uns von der Kindheit her blockieren, oder wir haben die Dinge, die ein Refresh, einen Neubeginn bräuchten, eine Auffrischung an sich. Vielleicht sind es auch nur Kleinigkeiten, die hier als Hindernis wirken oder hinderlich sind. Für die anderen zeigt sich hier ein Thema, das könnte damit zu tun haben, wie ehrlich sind deine Kinder und du miteinander, ne? Wo hat man so Hindernisse, die Wahrheit auszusprechen? Auf der unterbewussten Ebene haben wir das Hinterfragen von Freundschaften, von Thema Loyalität, Treue, Zusammenhalt, ne? Was erwartest du an Loyalität? Wo kriegst du was zurück? Wo darfst du noch genauer hingucken, wo irgendetwas für dich sich nicht stimmig anfühlt, was aus diesem Bereich kommt? Möglicherweise geht es hier auch um so ein Thema, sieht so nach Verrat aus, ne? Man fühlt sich verraten von irgendwas, von irgendjemand, vielleicht auch von sich selbst, ja? Dass man eben nicht das macht, was man gerne tun würde, sondern dass man hinterm Berg hält und den Schein wahrt und so eben auch irgendwo selbst unloyal ist, sich selbst gegenüber. Möglicherweise hinterfragt man in der Vollmondphase auch viel das Erlebte der Vergangenheit. Ne? Was wurde zurückgehalten? Was hat man hinterm Berg gehalten? Wo hat man so und so reagiert, nur um den Frieden nicht zu stören? Wo hat etwas gebrodelt und man hat schön den Deckel drauf gehalten? Und möglicherweise geht es hier in der Vollmondphase auch um Themen, wo in der jüngeren Vergangenheit schon irgendwas sich gezeigt hat, mit dem man auch so eine Art Kapitel im Leben aufgeschlagen hat, die das eine neue Energie reinbringt oder vielleicht auch etwas, das sich als Wagnis, ne, als Herausforderung dargestellt hat. Wir haben hier natürlich jetzt mit dem Kreuz das Schicksal mit einspielen. Ne? Nenn es schicksalshafte Blockade, Einwirken von außen, Ursache und Wirkung, die sich jetzt hier zeigen in der Vollmondphase. Das sind die Dinge, die kannst du nicht kontrollieren. Also angenommen, du hältst ja hinterm Berg, um einen gewissen Frieden zu wahren, dann hast du natürlich hier die Situation, wo du vielleicht bewusst merkst, beispielsweise, du wurdest beschummelt. Andererseits ist es auch ein Spiegel für dich, denn wenn du nicht so reagierst, wie es in dir ist, schummelst du auch. Und das scheint dieser Spiegel zu sein und möglicherweise haut es dir hier auch dann den Deckel raus und du sagst so, jetzt ist mir egal, wie die Situation läuft, ich halte hier nicht mehr hinterm Berg, denn dann mache ich mir auch so eine Art selbsternanntes Gefängnis. Es gibt irgendwas, das einen so ein bisschen beunruhigt. Klar, beim Vollmond ist es bei mir immer so, das fühlt sich auch manchmal echt nach Katerstimmung an oder ja, ein Hangover könnte man fast sagen. Man hängt so irgendwie nach der Vollmondnacht hinterher.
Man fühlt sich innerlich unruhig und weiß nicht so richtig warum. Man hat vielleicht auch so ein Gefühl, dass man den Stresspegel nicht brauchen kann, der von außen auf einen einwirkt. Ja, und hier kommt jetzt das Schöne. Hier kommen Umstände, gute Energie. Die Sonne liegt im Hause des Umfeldes, die dir hier auch eben schicksalshaft etwas lösen kann. Ein Knoten, der platzt, eine Mauer, die gesprengt wird, etwas, wo sich etwas erlöst, was du lange nicht verändert gebracht hast. Das Außen hat hier einen großen Stellenwert. Ne? Ich glaube, das ist auch so eine Konfrontation von, wie nimmt man dich wahr, wie nimmst du die anderen wahr, wo zeigst du dich, wie du bist, wo lässt du es lieber bleiben. Hast du noch irgendwie Lust überhaupt, dich zu zeigen? Möchtest du lieber für dich sein? Und damit halt auch verbunden diese Befürchtungen, das Außen bringt immer wieder Situationen, die wir nicht kontrollieren können. So, jetzt bin ich gespannt. Okay, es geht um Familienthemen, es geht darum, eine Situation harmonisch zu lösen und es geht darum, irgendwo auch ein Schwert niederzulegen. Frieden zu schließen mit dem, wie es ist, was ist. Sich selbst auch gegenüber nicht böse zu sein, wenn du das ein oder andere Mal nochmal einen Anlauf gebraucht hast. Oder bei deinem Weg an ein Hindernis gestoßen bist, an dem du für dich persönlich eben auch nicht weiterkamst. Ne? Hier unten haben wir noch den Anker. Es geht um die Dinge, an denen du gearbeitet hast. Es geht um eine ausgeglichene Energie. Es geht vielleicht auch um einen beruflichen Neubeginn. Vielleicht ein beruflicher Neubeginn auch für deine Kinder. Und es geht um Ausgeglichenheit und Balance irgendwo. So dieses Spüren, dass dein Schiff hier vor Anker gehen kann und du dich nicht zurückgedrängt, gehemmt oder in eine Ecke gedrängt auch fühlst. Okay, wir haben den Pirol. Ja, hier haben wir sie Hektik, Unruhe, Sorgen, Nervosität. Die haben wir hier mit den Eulen in unserem eigenen Haus drin. Und es geht hier um einen kleinen Kummer oder um Diskussionen oder Gesprächen, die jetzt anstehen. Und die am Ende, und das ist ja das Haus der längerfristigen Zeit, dir Frieden bringen und Harmonie. Also hier darfst du einstehen, eine Situation, wo du mit dir oder in dir auch gefangen bist, so zu klären, dass du wieder Bewegung hast und die Freiheit, authentisch zu sein. Kein eingebildetes Gefängnis sozusagen. Die Situation wird sich verbessern, haben wir unten noch. Ja, und wir werden daran erinnert, dass wir selbst das Wichtigste in unserem Leben sind. Wir und unser inneres Gleichgewicht. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Vollmondphase. Ich drücke euch, bis bald.